beim Mentoring-Programm beworben, weil ich gedacht habe, es könnte gut sein, so ein bisschen Unterstützung zu haben bei Bewerbungsprozessen, einfach eine Person zu haben, die ich fragen kann. Ich weiß, dass sozusagen die Lebensrealität nach dem Hochschulstudium, die ist durchaus hart. Und entsprechend kann man so ein bisschen was von diesen Lebensrealitäten, die auf einen nach dem Hochschulstudium warten, ein bisschen berichten und abgeben und teilen. Der Kontakt zu Holger hat sich von Anfang an sehr gut gestaltet. Wir haben uns gleich verstanden, wir können uns aufeinander verlassen. Dazu war es uns beiden gleich wichtig, dass wir uns austauschen und voneinander lernen. Begeistert mich auch nach wie vor, so diese Freude daran, andere in der Entwicklung zu begleiten. Und zum anderen hat es natürlich einen praktischen Grund, weil ich halt selber auch Leute einstelle und dass man da so den Kontakt nicht verliert und ein Stück weit erfährt, was die junge Generation eigentlich heute von Arbeitgebern erwartet. Am Anfang des Mentorings ging es natürlich sehr viel um die Motivation bezüglich des Masterstudiums. Dann haben wir uns auch viel über die agile Arbeitswelt ausgetauscht. Was brauchen wir, um uns wohlzufühlen? Besonders dankbar bin ich Holger auch, dass er mich natürlich im Bewerbungsprozess unterstützt hat. Und somit bin ich halt auch ein bisschen zielgerichteter in den neuen Job auch gestartet. Für mich auch gut, einfach im Austausch zu sein über meinen Prozess, weil mir das auch noch so eine zusätzliche Motivation für mich zu wissen, ich mache das jetzt nicht alles allein und schreibe meine Bewerbung, sondern da ist halt auch Carina und ich teile dir das alles mit. Die Gespräche, finde ich, ist sehr auf Augenhöhe. Dadurch, dass er mich fragt, wie ich arbeite, zwingt er mich eigentlich auch dazu, mich eigentlich mit meinen Arbeitsweisen auseinanderzusetzen. Ich befinde mich ja auch in einem größeren Arbeitsbereich, wo ich andere Arbeitsweisen sehe. Und diese Erfahrung, eben was besonders gut funktioniert oder was kann ich wirklich sinnvoll von meinen Arbeitsweisen weiterreichen, das versuche ich ihm eben halt auch dann weiterzugeben. Ich nehme sehr viele Erkenntnisse mit, aber besonders die Erkenntnis, dass auch Führungskräfte ihre Fragen haben, auf die sie Antworten suchen. Vor allem, dass man zusammen tausendmal schneller ans Ziel kommt als alleine. Also ich wusste vor dem Mentoring-Programm nicht, wie wichtig es ist, sich zu vernetzen und möglichst viele Kontakte zu haben. Und es einfach viel leichter ist, weiterzukommen, auch Stellen zu finden, die für einen interessant sind, auch Tipps zu bekommen, einfach wie man ins Berufsleben findet. Aus Mentorensicht kann ich das jedem empfehlen, der Lust und Freude daran hat, mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, die zu begleiten, sein Wissen auch weiterzugeben und dadurch natürlich auch selbst noch was zu lernen. Ich würde das Programm allen Studierenden empfehlen, die sich noch nicht ganz sicher sind, was sie machen wollen nach ihrem Studium. Und selbst dann kann das vielleicht hilfreich sein, ein bisschen Unterstützung zu bekommen.